Hallo meine lieben Mega-Blowers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal ein bisschen ein anderer Hintergrund. Ich habe es mir gemütlich gemacht in meinem Studio, habe ein bisschen umgestellt, weil ich einfach heute wirklich mit euch intensiv quatschen möchte. Und zwar über meine Routinen, über meine Hautpflegeroutinen, die sozusagen aber wirklich intensive, nicht invasive Anti-Aging-Methoden sind. Ich habe vor vielen Jahren begonnen mit apparativer Kosmetik. Ich habe Geräte in meine tägliche Hautpflege mit eingefügt und mit täglich meine ich wirklich 5-mal die Woche mindestens und das über einen längeren Zeitraum. Somit baust du eine Routine auf, wo du wirklich gegen Falten arbeitest, gegen feine Linien arbeitest, die Kollagen- und Elastinproduktion in deiner Haut anregst, das Hautbild generell verfeinerst. Und jetzt möchte ich mit euch mal über meine Routine quatschen und was da dahinter steckt. Warum LED und warum Strom und wie ich das Ganze anwende, 5-mal die Woche ungefähr. Also ich versuche es immer an den Werktagen einfach mit einzubinden. Am Wochenende ist eh immer viel zu viel los, Family Time, da nehme ich mir gar nicht so viel Zeit für diese Hautpflegeroutine. Im Grunde passieren all diese Dinge nach dem Gesicht reinigen, also nach dem Waschen, noch bevor ich jegliche andere Produkte auf mein Gesicht auftrage. Das ist jetzt genau auch der Fall. Ich muss aber auch gleich dazu sagen, dass die Dinge nicht unbedingt bei hormonellen Ausbrüchen oder bei irgendwelchen Schüben so sehr das Ganze verhindern, aber sie verbessern es definitiv. Ich bin zum Beispiel Neurodermitikerin, ich habe ganz oft mit Ekzemschüben auch zu kämpfen und ich muss echt sagen, gerade die LED-Maske, die ja Entzündungen auch reduziert, hilft mir halt in solchen Phasen extrem gut. Also ich weiß auch, wie ich ausschauen würde, wenn ich die nicht verwende, während meiner hormonellen Schübe, aber auch während meiner Allergieschübe. Und ja, das ist für mich einfach ein wahnsinniger Gamechanger und da bin ich echt super froh, dass ich auf Current Body gestoßen bin, denn die haben die besten Produkte, die es überhaupt gibt. Fangen wir mal mit LED an. LED ist nicht gleich LED. Wir reden hier von bestimmten Wellenlängen, die dort in der Haut ankommen müssen, um eben die Kollagenproduktion anzuregen, in der Tiefe die Faltenreduktion zu schaffen. Ja? Und da kannst du nicht irgendein rotes Licht nehmen, sondern es muss eine bestimmte Kombination sein aus Nah-infraroten Licht und Deep Infrared Light ist hier mit eingebaut in diesen LEDs. Die Series 2 Maske ist deshalb so besonders, ich habe sie euch eh schon mal in einem eigenen Video vorgestellt, das verlinke ich euch natürlich hier gerne. Die ist deshalb so besonders, weil sie jetzt zusätzlich auch einen Kinnriemen hat, sie hat eine verbesserte Form bekommen und was hier ganz stark drinnen ist einfach die Genauigkeit der Wellenlängen. Es gibt so viele Masken am Markt und ja, LED-Therapie, Lichttherapie gegen Falten für ein schönes Hautbild hat gerade einen wahnsinnigen Hype, aber du musst halt schon abwiegen, welche Wellenlängen bringen dir wirklich was und wie präzise sind sie verbaut. Und da kannst du dir von irgendwelchen Herstellern etwas holen, musst du immer vorsichtig sein. Mit Veritas hat Current Body einen Standard festgelegt, dass die LEDs, die hier verbaut sind, geprüft, zertifiziert und wirklich in den richtigen Wellenlängen in deiner Haut funktionieren. Und es ist so easy, du setzt die Maske einfach auf, machst sie hinten zu mit den Straps, dann hast du hier den Controller, der hat sogar einen Clip, also du kannst damit dich frei bewegen und dann drehst du die Maske einfach auf und gehst einfach 10 Minuten deinem Alltag nach. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich mir morgens einfach mein Gesicht wasche, Zähne putze, dann haue ich mir die Maske drauf und mache mal meine Mails. Ich habe mir auch diese Schutzeinlagen hier reingegeben, damit ich auch besser sehen kann, damit mich das rote Licht in meinen Augen nicht stört. Und dann setze ich mich die 10 Minuten an meinen Laptop und mache meine ersten E-Mails. Es ist einfach so einfach. Am schönsten ist es überhaupt, wenn ich einfach auch noch meine Dekolleté-Maske mit dazu nehme. Die gibt es natürlich auch bei Current Body. By the way, bevor ich mich da jetzt ins Quatschen reinstrudel, wir haben den größten Black Week Rabatt, den es überhaupt gibt mit meinem Code. Den blende ich euch hier natürlich ein. Ihr bekommt 20% jetzt auf Current Body. Vielen Dank an Current Body, dass ihr uns das zur Verfügung stellt, weil ich weiß, dass diese Geräte, diese nicht invasiven, aber hochwirksamen, die sind nicht besonders günstig. Das ist eine Investition für die Zukunft und da macht es durchaus Sinn, dass man mal ganz gut sparen kann. Pack mir da mal die Dekolleté-Maske auch mit drauf. Und dann schaue ich einfach so aus. Und während ich jetzt meiner Arbeit nachgehe, es sind ja nur 10 Minuten, regen diese Lichtwellenlängen in meiner Haut die Kollagenproduktion an. UV-Schäden werden minimiert, werden beseitigt, das Hautbild wird verfeinert.
es hat halt einfach irre viele Benefits für die Haut. Und ja, auch sehr sensible Hauttypen können von den Wellenlängen profitieren. Ich werde immer gefragt, was ist mit Rosacea, was ist mit Kuparose? Ihr könnt alles bis ins Detail auf der Current Body Webseite nachlesen. Die Links findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. So, dann sind einfach 10 Minuten vorbei. Du setzt die Maske ab, verstaust sie wieder. Im besten Fall wird die Maske einfach auch mit einem weichen Mikrofasertuch und ein bisschen Alkohol, Desinfektionsalkohol, gereinigt, die Oberfläche, und dann verstauen und weiter geht's. Was ich nach der LED-Maske gerne mache, ist mein Zieb. Und das ist ein kleines Gerät, das so viel kann. Es ist aber auch krass, weil wenn du beginnst mit dem Zieb zu arbeiten und vor allem mit den dazugehörigen Stromgelen, die der Zieb hat, ich zeige sie euch dann auch gleich und erkläre euch, welches ist und was die können, dann kannst du durchaus mal eine Erstverschlechterung haben, weil einfach durch diesen Mikro- und Nanostrom, vor allem durch den Nanostrom, aus der Haut so viel Schmutz raustransportiert wird. Das ist krass. Ich habe jetzt auch 2 Tage in Folge, weil ich wusste, hormonelle Geschichten kommen wieder an den Start, mit der dazugehörigen App vom Zieb, und ich würde euch immer empfehlen, ladet euch die App von dem Gerät runter. Das Unreinheitenprogramm gemacht, also das ist die App, die dazu gehört, und die App kommuniziert mit eurem Gerät. Das muss man dann auch nochmal verbinden, bevor man das erste Mal verwendet. Der Zieb würde auch ohne App funktionieren, da hat er aber nur eine klassische Mikrostrombehandlung, was Lifting betrifft, Muskulatur stimulieren. Nochmal kurz der Unterschied: Mikrostrom stimuliert eure Muskeln, eure Muskulatur und strafft somit. Ich habe extrem gute Erfolge mit dem Doppelkinn beim Mikrostrom gemacht. Nanostrom dringt wieder viel tiefer noch ein und ist auch hier für die extreme Faltenreduktion und für die Verbesserung und die Prallheit wieder zuständig und ist halt ein super starkes Anti-Aging-Gadget. Du kannst also so ein bisschen sagen, LED macht so die Oberfläche wunderschön. Mikrostrom arbeitet für die Muskulatur, denn mit dem Alter verlieren wir ja nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Muskulatur. Als Gesicht fällt ein bisschen ein. Wenn du da nachhelfen willst, die Kollagenproduktion wieder anregen möchtest, dann ist die Kombination aus Mikro-Nanostrom und Lichttherapie das Allerfeinste einfach. Und ich habe einfach vor 2-3 Jahren wirklich intensiv begonnen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und ich habe so viele tolle Erfolge damit gefeiert, dass ich das einfach an euch weiterbringen muss. Wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas auftaucht, ich schreibe euch super gerne zurück oder verweise euch an die Experten bei Current Body direkt, denen könnt ihr natürlich auch gerne schreiben. Aber ich bin super gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Schreibt es mir gerne einen Kommentar, ich versuche alle zu beantworten. Vor allem von der Reihenfolge her, welches Gerät ich zuerst verwende. Ich verwende immer zuerst die LED-Therapie. Denn das Licht sorgt dafür, dass die Muskulatur schon mal warm ist und generell, dass einfach die Haut schon mal arbeitet. Und damit kann der Zieb mit seinen dazugehörigen Stromgelen nochmal effektiver und besser arbeiten. Und da gibt es auch ein paar verschiedene. Und zwar brauchst du sogenannte leitfähige Gele mit deinem Zieb. Also um gleich mal eine Frage zu beantworten: Nein, du kannst keine normalen Serien, die du so tagtäglich in deiner Hautpflege mit drinnen hast, mit dem Mikro- und Nanostromgerät verwenden. Also ihr müsst euch das so vorstellen wie beim Arzt, der ja auch so ein Gel verwendet, wenn er einen Ultraschall macht. Brauchst du für Strom genauso leitfähige Gele, damit sie wirklich in deiner Haut etwas machen können und vor allem damit du auch keine Schmerzen hast. Mikrostrom spürt man, Nanostrom spürt man nicht. Wobei es kommt immer darauf an, wie stark man das spürt. Und man braucht auch eine dementsprechende Menge von leitfähigen Gel, damit man eben den Strom nicht stark spürt, damit das eben auch leitet, damit es sich mit deinem eigenen, und wir sind ja auch geladene Teilchen hier, verbindet sozusagen. Da hast du von Zieb das klassische Electric Complex Gel. Das ist ein ganz normal leitfähiges Gel, mit dem kannst du einfach deinen Zieb verwenden. Du kannst vor allem die Mikro- und Nanostrom-Benefits einfach so haben. Das funktioniert einfach in deiner Haut. Wie gesagt, Mikrostrom ist der Strom, der die Muskulatur beansprucht und trainiert im Grunde. Und Nanostrom ist der ein Signal in deine Haut gibt. Und ich würde euch immer empfehlen, wie gesagt, die App dazu zu verwenden. Die Gründerin Melanie Simon erklärt das in jedem Video und in jeder Anwendung so ultra gut. Das ist
krass. Ich habe die große Ehre gehabt, dass ich vor, ich glaube, 2 Wochen eine Masterclass mit ihr machen durfte mit dem Gerät. Das war der Wahnsinn. Also deswegen möchte ich euch so ein bisschen auch noch was näher bringen damit und ein bisschen was erklären. Vor allem, was auch die leitfähigen Gele betrifft. Das Silver Gel und einmal das Crystal Gel. Und diese leitfähigen Gele sind dann wieder angereichert mit zusätzlichen Wirkstoffen, die ja durch den Strom viel tiefer in die Haut eingeleitet werden können, wie wenn du nur ein normales Serum mit auftragst. Natürlich bin ich absolut im Wirkstoffgeben drinnen, aber das nochmal mit einem Gerät in der Haut einzuschleusen und dort das Signal und die Message reinzubringen, ist schon nochmal mindblowing. Das Silver Gel ist extrem feuchtigkeitsspendend, vor allem toll für trockene und empfindliche Haut. Hier hast du Gurkenextrakt, Aloe Vera und auch Peptide mit drinnen, polstert die Haut super schön auf und sorgt für intensive Feuchtigkeit. Das Crystal Gel ist auch nochmal so ein nächster Step. Das ist besonders für Anti-Aging geeignet. Das hilft besonders gut gegen Hautpigmentierung, hat einen Zedernextrakt mit drinnen, der die Haut regeneriert und schützt, und du hast verschiedene Aminosäuren drinnen, die wieder mal die Haut wieder aufbauen können. Also auch diese Gele, die können halt alle etwas. Es gibt dann noch ein Golden Gel, das ist so wirklich für die goldene Ära, ich sage immer so auf 50 plus, wahnsinnig tolles Ding. Wir wenden sie einfach mal an, wir machen mal ein kleines Programm mit dem Zieb, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Ich habe aber wie gesagt einige Videos schon dazu gedreht. Wichtig ist nur, dass wenn ihr beide Geräte habt, also wenn ihr LED-Therapie macht und den Zieb, würde ich euch immer zuerst die LED-Therapie und dann den Zieb empfehlen. Ganz wichtig auch, nicht öfter als einmal pro Tag. Und wenn du gerade erst startest, also Geräte in deine Hautpflege mit zu integrieren, dann nicht jeden Tag, okay? Übertreib das am Anfang nicht, also du brauchst schon, dein Körper muss sich schon darauf einstellen, es braucht schon ein bisschen Zeit. Diese Erstverschlechterung ist bei mir immer aufgetreten, vor allem auch wenn ich längere Perioden nichts gemacht habe oder mal eine Zeit lang den Zieb auf die Seite gelegt habe. Jedes Mal, wenn du wieder beginnst, Messages in die Haut zu schicken, reagiert sie. Ja? Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist wichtig und auch richtig so. Ihr solltet natürlich keine allergischen Reaktionen haben oder so, dann bitte nicht anwenden, und vor allem auch die Sicherheitshinweise immer durchlesen und nachlesen. Diese sind halt wirklich sehr, sehr starke Geräte, die funktionieren. Ja? Und nicht irgendein Schnickschnack, den man so wahllos verwenden kann. Deswegen auch so ein bisschen ein Aufklärungsvideo für euch, wie ihr das anwendet. Also wie gesagt, LED und Zieb könnte man täglich verwenden. Empfohlen wird es wirklich maximal 5-mal die Woche. Deswegen werktags bin ich eine Zieb-Lady und eine LED-Lady. Wenn ihr es verwendet, ihr könnt es auch natürlich splitten. Machst du LED in der Früh und den Zieb am Abend. Stärker wird die Wirkung natürlich, wenn du vorher LED verwendet hast und danach ziebst, wird die Wirkung verstärkt, weil die Haut schon mal angeregt ist. Die Muskulatur ist schon warm und somit kannst du auch Mikro- und Nanostrom nochmal besser einbringen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wie gesagt, wenn Fragen auftauchen, bitte unten. Ich versuche so gut wie alles irgendwie zu beantworten, was mir immer wieder so begegnet an Fragen. By the way, können wir mal bitte darüber reden, wie schön dieses Geschenkset vom Zieb ist. Ich kann da alle meine Gele mit reinpacken. Ich habe da auch mein kleines Tüchlein mit drinnen. Ich habe auch so einen kleinen Zip in der Mitte, da ist unter anderem noch ein Gerät von Current Body drinnen, weil, falls ihr das nicht wusstet, es gibt auch solche Pickle Sticks mit LED. Ja, verwende ich auch, gerade wenn es jetzt ist wie dieses Monat, jedes Monat, und den haltest du dann so drauf. Gibt es auch 20% drauf, auch auf diese kleinen Gerätchen, ja. Nur, dass ich das mal erwähnt habe. Auf jeden Fall trage ich jetzt mal das Silver Gel auf. Ich brauche heute wirklich pralle Feuchtigkeit. Wichtig ist, dass jeglicher Schmuck, Ohrringe und Co. einfach weg sind, weil ihr wollt nicht mit dem Stromkügelchen dann auf euren Schmuck draufkommen. Dann kann es dir mal so einen kleinen Schlag geben. Das ist Strom, ja, Leute. Somit eine gute Menge an dem Gel. Ich verwende immer so 3 Pumper quasi fürs ganze Gesicht.
und auch den Hals, vor allem seitlich. In der Mitte darf man nicht mit Strom drüber gehen, aber du kannst sehr wohl das Kinn behandeln und hier die Seiten behandeln, was ich sehr, sehr schön finde. Und dann machen wir mal ein kleines Programm miteinander. Ganz wichtig zu wissen, dass der Mikro- und Nanostrom sich wirklich im Wechselspiel an den richtigen Regionen beteiligt sozusagen. Deswegen ist es so empfehlenswert, auch echt die App damit zu starten. Dreh das kleine Gerät einfach mal auf. So, dann kommt so ein kleiner Ton und dann suchst du dir zum Beispiel den elektrischen Ton aus. Die Behandlung dauert nur 4 Minuten. Ziepen Sie Ihren Weg zu einem gleichmäßigen und konsistenten Hautton. Du startest die Behandlung, die App synchronisiert sich mit dem Gerät und dann kannst du schon losgehen. Da ist es ganz wichtig, zum Beispiel bei diesem Gerät, dass man auf diesen Ladeanschluss achtet, weil beim Mikrostrom ist es wichtig, wie die 2 Kügelchen auf deiner Haut miteinander reagieren. Und dann startest du einfach in kreisenden Bewegungen und der Mikrostrom verändert auch die Stärke dementsprechend. So, und sobald du das Gerät ansetzt, arbeitet auch schon der Mikrostrom. Ich konzentriere mich am Anfang und ich mache gerne auch die Anleitung mit Melanie mit. Wirklich darauf, dass das Gerät hier arbeitet, wo es soll. Wir konzentrieren uns hier auf die Lippenfältchen und die Nasolabialfalte und mal auf die untere Gesichtspartie. Hier ist der Strom stärker. Je weiter man nach oben kommt und vor allem zur Augenregion, desto leichter wird der Strom oder die Stromstärke. Das ist ein intelligentes Gerät. Der Zip wird übrigens von vielen Hollywood-Stars verwendet, also das ist einfach die Zukunft. Stromtechnologie und Technologie in der Kosmetik wird schon ewig eingesetzt, somit ist es ein super erforschtes Feld. Aber es hat das war der Ton, dass wir weiter im nächsten Bereich gehen. Also ich gehe dann hier in den Wangenknochen, um hier eine schöne Straffung zu machen. Auch gern unter dem Auge und hier habe ich halt also einfach die allermeisten und die besten Ergebnisse erzielt. Also gerade diese 2 Falten, die mich immer gestört haben und diese feinen Linien hier ums Auge, die habe ich einfach nicht mehr, weil ich kontinuierlich den Zip verwende und natürlich die LED-Maske. So, und jetzt sind wir schon auf der oberen Strompartie. Wenn es zu sehr kribbelt, dann immer ein bisschen Gel nachgeben. Jetzt gehe ich hier zur Augenbraue hoch und ihr werdet gleich sehen, was das dann für eine Message schickt. Auf einmal geht die Augenbraue hoch. Das ist wirklich so krass. Und noch dazu, dadurch, dass ich das Silvergel verwendet habe, wird meine Haut jetzt noch intensiv mit Feuchtigkeit penetriert. Penetriert, das ist so ein seltsames Wort. Man muss auch nicht fest aufdrücken, wichtig ist nur, dass beide Kugeln immer in Kontakt sind. So, da war der Beep für die andere Seite. Wie gesagt, das ist nur ein 4 Minuten Treatment, das ich natürlich auch noch schneide, weil sonst wird es einfach zu lang, das ganze Video. Und ich gehe auch immer schön in die Augenbraue rein. Ich gehe jetzt mal mein Gesicht waschen, dann tragen wir schnell ein bisschen Make-up auf und dann bin ich gleich zurück. So, ich habe dann einfach das Gel abgewaschen, meine ganz klassischen Serien aufgetragen. Heute habe ich den Augenlifting Booster verwendet und den Hydration Booster von Beauty Mates. Creme drauf, Make-up, fertig. Also wirklich super easy. Ich finde das Feeling nach dem Zip auch immer so krass. Also das ist wirklich so das Gefühl, dass die Haut so nacharbeitet, dass die Muskeln ein bisschen nacharbeiten. Muskelkater ist am Anfang auch so ein Thema. Also wenn du viel Mikrostrom machst am Anfang und deswegen wirklich langsam beginnen, wenn du den Zip bekommst, verwend ihn bitte nur mal jeden 2. Tag oder jeden 3. Tag und dann steigert dich langsam. Denn es ist so effektiv, es ist so wirksam. Checkt unbedingt auch die Links aus und gerne auch meine anderen Videos, wo ich quatsche in jedem Video so ein bisschen was anderes. Manchmal wiederholt sich was, manchmal ist auch was Neues dabei. Ich packe euch, wie gesagt, alle Infos unten in die Infobox und wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne, tauschen wir uns aus. Auch diejenigen von euch, die schon LED-Maske oder Zip oder beides verwenden, lasst es ein bisschen austauschen. Ich kenne auch einige, die das Radiofrequenzgerät verwenden, nämlich meine Mom, die schwört darauf. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Jahre Zeit, bis ich mit Radiofrequenz beginne. Mal schauen, vielleicht starte ich ja doch noch dieses Jahr. Aber ja, wie gesagt, apparative Kosmetik, nicht invasive Methoden für zu Hause, die extrem effektiv sind, das ist absolut meins. Denn mein Credo:
jedes Make-up ist nur so schön wie die Haut darunter. Das kennt ihr ja, diesen Slogan. Und von dem her wünsche ich euch doch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin alles Liebe.